Und zwar heißt das Problem Überbestände. Kennen wir aus dem Lager, kennst du sicherlich aus der Küche. Zuhauf. Ich habe das Brot natürlich in den Fokus genommen. Das ist in der Gastronomie immer so eine Gratwanderung. Wie viel Brot brauchen die Gäste? Ich muss es vorhalten und am nächsten Tag möchte man es eigentlich den Gästen nicht geben. Ich kann Miedeper draus machen, also Paniermehl. Ich kann einen echten Pudding draus machen. Das kennen die Leute aber so nicht mehr. Also da müsste ich es anders wieder auf der Karte schreiben. Ja. Oder aber ich mache so ein bisschen Traditionelles aus anderen Zutaten. Zum Beispiel ein Rösti. Ja. Rösti ist klassisch aus der Kartoffel hergestellt. Aber das Brot eignet sich extrem gut dafür, auch so ein Rösti zu zaubern. Das kann ich als kleine Speise, Vorspeise, Hauptgang sogar anbieten oder als Amüsgöl, wo man einfach den Gästen mal so heranführt, wie man Lebensmittel interessant auch noch weiterverwenden kann. Also ich kenne jetzt nur Semmelmehl. Das hat die Oma gemacht. Ich bin mal sehr gespannt, was all die anderen Dinge, die du hier gerade so benannt hast, bedeuten. Wenn ich mir das hier so angucke, die Anzahl der verschiedenen Zutaten, ist das alles in einem Gericht oder hast du mehrere? Also ich baue das Rösti aus gewissen Grundzutaten zusammen. Und dann wollen wir ja noch zeigen, was mache ich jetzt damit. Das habe ich zwar das Rösti, aber jetzt gib mir mal ein paar Beispiele, wie könnte man das einsetzen. Vom Geschmack her, wenn ich es auch immer wieder mal getestet habe mit Gästen, war das immer ein Treffer. Und sie sind erstaunt, dass man aus dem Produkt Brot so etwas machen kann, weil sie es, so wie wir es auch gleich zubereiten, ähnlich wie in einer Frikadelle nur kennen, als Lockerungsmittel. Und hier wird es ein Hauptbestandteil. Na wunderbar. Ich bin mehr als gespannt. Ich hoffe, Sie auch. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Legen wir los. Was brauchen wir alles? Also Brot vom Vortag oder noch älter. Ist überhaupt kein Problem. Es darf auch richtig hart sein? Ja, es muss schneidbar sein, dass ich Würfel habe. Wenn ich aber weiß, dass ich das Brot heute oder beziehungsweise an dem Tag danach oder ein paar Tage später nicht verarbeite, kann ich es jetzt auch schon schneiden, friere es weg oder lasse es auch hart werden, darf es ja wieder einweichen. Okay. Ich muss nur den Schnitt halt hinbekommen. Wenn ich den nicht hinbekomme, dass ich gewisse Würfelgrößen habe, dann habe ich wieder Paniermehl. Und das wollen wir ja nicht. Aber wir müssen auch für das Innenleben denken. Das heißt also das Innenleben, was da alles reinkommt. Das Brot schneiden wir gleich. Wir machen jetzt vorab die Zutaten, die mit in dieses Rösti reinkommen. Und da habe ich mich für den Wirsing entschieden. Und das ist völlig egal, welcher Kohl es ist, welches Gemüse es ist. Also auch da gehe ich mal rein ins Kühlhaus, schau mal, was habe ich noch. Dann habe ich die Möglichkeit, Champignons reinzugeben. Ich habe gehört, dass das Schneiden auch dir sehr liegt. Ich glaube, du unterliegst einer Fehlinformation. So durchschneiden. Ja. 1, 2. So dass man so 3, dann dreht man es nochmal und dann habe ich Würfel. Muss nicht perfekt sein. Und die Erwartungshaltung ist, dass ich das ist überhaupt, der Vorteil ist ja, hier kann jeder Schnitt verwendet werden. Wir braten es gleich an. Okay. Und so. Dann geben wir das direkt in die Pfanne. Wenn das meine Frau sieht, Christian. Ich wusste es. Aber es ist, brauchst gar nicht so klein, das ist schon gut. Meine Mama sagt immer, sie würde gerne sehen, was wir da essen. Gerade so bei Obstsalaten, wenn ich die schneide. Ich habe einen kleinen Hang zur Mikroküche. Man braucht auch nicht viel Küche, das ist der Vorteil. Dieses Gericht können wir vegetarisch gestalten. Ja. Dann würde ich Seidentofu, Seidentofu geht auch. Oder Räuchertofu, Seitan und solche Produkte einarbeiten. Vegan geht auch, wenn wir das Ei durch Sojamehl ersetzen, dann habe ich auch eine Bindekraft drin. Also wir hätten auch da das Spielfeld, alles abdecken zu können. Und hier in dem Fall würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal einen Speck nehmen. Da haben wir eine richtig schöne Würze, aber jederzeit auch auf andere Weise zubereitbar. So, ich nehme dir das schon mal weg. Ja, sehr gerne. Ich finde, ich habe das super gemacht. Absolut, das sieht sehr gut aus und ist auch der richtige Schnitt. Dann haben wir Frühstücksspeck oder Kochschinken, beides könnte ich nehmen. Der Kochschinken wäre dann für mich, wenn er eben vom Frühstücksbuffet, also nicht auf dem Buffet liegen, das dürfen wir nicht. Aber wenn eben Ware dann da schon mal aufgeschnitten ist und wir sagen, jetzt so möchte ich es eigentlich nicht mehr reingehen, also lass uns verarbeiten, Cordon Bleu haben wir genug, dann kann ich natürlich den auch nehmen. Schön, wenn er eine gewisse Fettstruktur hat.
umso saftiger wird das und umso mehr Geschmack kriege ich auch. So, auch das hier rein. Ich kann auch ein grobporriges Brot nehmen. Wir kennen es ja von einem Focaccia, wo wir ja die groben Porungen haben. Das ist trotzdem genug Brot außenrum und dran um das schöne Loch, dass es aufsaugt. Ist es so, saugt es am besten auf, gar keine Frage. Aber ich muss es nicht. Also das formidable Krustenbrot, der Backshop. Das ist auch, ja, umso also umso aromatischer das Brot ist, umso aromatischer wird jetzt auch der Rösti. Das wäre die nächste Frage. Ist Brot ein maßgeblicher Treiber? Ja. Okay. Wenn das ein Gewürzbrot ist, mit den ganzen typischen Brotgewürzen, habe ich das auch da drin. Okay. Wir bestimmen durch den Schnitt die Größe der Würfel. Ich kann sie sehr groß machen oder sehr klein. Ich würde immer so knapp um einen Zentimeter arbeiten, dann lässt sich das besser verarbeiten. Und so, Sehr schön. die Kanten, wenn sie noch kauber sind immer für den Koch, also für mich, weil ich mag die Kruste unendlich. Und da saugt es etwas schwieriger, also eher dann, wo ein höherer Innenanteil ist. War das der maßgebliche Treiber für das Krustenbrot in deiner Entscheidung, welches Brot wir heute verarbeiten? Absolut. Du wolltest nur die Kruste. Exakt. Natürlich. Ich schneide dir das so vor, dann kannst du wieder Würfel schneiden. Dann Ach, gebe ich fantastisch. Das wäre jetzt meine Aufgabe. Hier, jawohl. Und wie groß hättest du die Würfel denn gerne? So? Auch so ja, 1,5 Zentimeter, das ist gut. Nun habe Perfekt. ich, Bitte auf den Daumen nur aufpassen. in der Einschätzung, wie lang sind 1,5, sollte es ja hin und wieder mal Schwierigkeiten geben. Ja, ich hole schon mal unsere Schüssel. Ja, gerne. Und jetzt machen wir es so, wie wir es gewohnt sind, wie wir Brot einweichen mit warmer Milch. Da müssen wir nicht unbedingt alles. Die hättest du dann auch gerne? Ja. Wunderbar. Das ist ja aber noch nicht so richtig alt hier, oder? Das ist jetzt 1,5 Tage alt. Da merkt man aber, Aber ich dass muss sagen, Brot das ist ja- sehr lange funktioniert. Umso besser die Teigführung, Ja, umso länger hält das Brot sich auch frisch. da möchte ich sagen, das ist ja hier schon naja, sehr frisch noch. Deswegen immer prüfen, was kann ich noch draus machen. Habe ich ein älteres Brot, dann auf jeden Fall so. Ist es noch so zwischendrin, könnte man auch sogar noch die Brotscheiben rösten und dann vom strammen Max über Crustinis alles zaubern. Es muss ja nicht immer ein Weißbrot sein. Ja. Und jetzt kommt heiße Milch rein, die habe ich mal hier drin eingeführt, weil wir müssen das jetzt einweichen, so wie ihr es kennt, auch von der Frikadelle Wie herstellen. lange? Ja, ich würde Dann schon ist so es schon Genau. durchgeweicht. So dass das Gemüse mit einem leichten Biss und der Speck sein Fett ausgelassen hat, geben wir es gleich dazu Okay. und dann lassen wir es durchziehen. Denn auch diese Flüssigkeit bitte nicht wegwerfen, das ist der pure Geschmack und es wäre schade, wenn er weg wäre. Die können das jetzt nicht riechen, aber alleine nur das riecht schon so lecker. So. Das lassen wir jetzt ziehen. Und da hat man auch diesen Saft. Ja. Und die Butter natürlich, deswegen backe ich mit Butter. Wer jetzt Butter nicht möchte, kann auch Öl nehmen. Stelle ich zur Seite. Dann kämen geschnittene Oliven und getrocknete Tomaten zum Beispiel, weil ich sie noch habe, mit rein. Auch da ziehen lassen. Und nach halbe, dreiviertel Stunde sieht es dann so aus. Genau, Dankeschön. Es hat gut durchgezogen. Dann die Tomaten, Oliven, Petersilie oder Schnittlauch gebe ich erst hinzu, wenn es soweit durchgezogen ist. Okay. Weil ich möchte nicht, dass sie zu früh Hitze kriegen. Okay. Dann verlieren sie an Geschmack und das möchte ich nicht. Also bis hierhin, circa halbe, dreiviertel Stunde? Ja. Okay. Und wenn das Brot vorgeschnitten ist, geht ja der ganze Prozess sehr schnell. Jetzt geben wir die Eier rein. Die habe ich schon mal aufgeschlagen. Also Soll ich sie dir anreichen? ja, bitte, kannst auch reingeben. Ja, ich weiß nicht. Nicht, dass ich dir hier dein komplettes Setting kaputt Das haue. kann nicht sein. So, mal schauen. Ja, da brauchen wir
alles. Das sind auf die Menge das 2 bis 3 Eier. Und dann verquirlt. Ja, schön aufschlagen, Ja. damit das Eiweiß und das Eigelb sich gut vermischen und alles hier sauber aufgenommen wird. Warum brauchen wir das Ei? Auch in dieser Menge. Wir haben jetzt nicht wie beim Rösti, also bei der Kartoffel oder bei Fleischprodukten, noch die Möglichkeit, dass Eiweiße sich verkleistern durch die Hitze. Das geht jetzt nur durch das Ei, weil das Brot ist fertig gebacken. Da würde nichts passieren. So, auch da wieder kurz ziehen lassen. Mit Salz, Pfeffer bitte abschmecken. Ich? Ich bin... Ja, noch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung, aber Aber der Vorteil ist, wenn wir es nachher essen, werden wir es schmecken. Du kannst nur immer auf mich verweisen. Und immer Salz, Pfeffer am Tisch. Jetzt gibt es folgende Möglichkeiten. Ich kann es ja auch in großen Mengen produzieren. Das heißt, wenn ich noch einen Rührkessel habe, nehme ich den Knethaken und schmeiße alles rein und vermenge das. Und dann habe ich dann vielleicht 15, 20 Kilo, weil ich sehr viel brauche. Fülle ich es in Vakuumbeutel ab oder in Sterildärme aus Kunststoff und lagere das dann im Kühlhaus. Und wenn ich es brauche, hole ich es. Ich kann es auch in so einem Sterildarm irgendwo dämpfen. Dann habe ich es zum Runterschneiden, dann sind wir bei den Serviettenknödeln. Im Endeffekt ist das ein ähnlicher Prozess. Von dem, was wir jetzt hier aufgebaut haben, mit den Zutaten, erweitern wir das eigentlich. Und es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal in einer Form backen wir im Ofen. Es gibt Silikonformen, es gibt kleine, große, dann nehme ich die Form, die ich brauche. Und wenn das so nach 30, 35 Minuten. Wie viel Grad? 180. 180. Umluft in dem Fall. Wenn man auf Ober- und Unterhitze geht, sollte man 200, 205 wählen. Brauche ich immer ein bisschen mehr. Das kann ich dann auch so wegfrieren, wenn ich es möchte. Also ich kann auf Vorrat arbeiten, das ist der Vorteil. Ich kann also meine schwachen Zeiten nutzen, um einfach gewisse Dinge auch vorzubereiten, sammeln und dann produzieren. Oder aber ich mache es gleich in eine Portionsgröße. Da haben wir diese kleinen Tartforms. Sehr charmant. Und lässt sich es dann sofort verarbeiten. Oder ich mache es in der Pfanne, rund oder eckig. Das machen wir jetzt eckig. Dann gibt es wieder ein bisschen Butter. Keiner sagen, dass Butter kein Geschmacksträger ist. Und das kennt man ja auch wenn ich ein richtig gutes Rösti mache, ist Butter auch wesentlich. Es wird am Schluss nochmal hinzugegeben, wenn es seine finale goldene Farbe kriegt. Und hier machen wir es direkt. So, das reicht mir. Dann geben wir die Masse rein. So, schön andrücken. Auch da brauchen wir keine Angst haben, wenn die Masse nicht komplett die Pfanne ausfüllt, dann kann ich es komprimieren, da es ja so oder so der Form auch jetzt fest wird. Wunderbar. Wie lange muss das denn jetzt in der Pfanne bleiben? Ganz schwierige Sache. Also ich nehme so eine Dreiviertelhitze von der Einstellung. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist wie beim Rösti auch. Man hört, die Lautstärke des Backens ändert, aber wenn der richtig Trubel ist in der Küche, hilft es einem nicht. Ich gehe mal aus von jeder Seite 3 bis 4 Minuten. Okay. Das ist da sollte man sich dann mal konzentrieren. Wenn ich es dann so nicht wenden kann, mit dem Teller wenden. Das können wir gleich schauen. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir schon vorbereitet haben. Ja. Hier haben wir jetzt die Möglichkeit, gehen wir mal an das Kleine. So sieht das dann aus. Das Thema eben in die Vorspeise hineinzubekommen. Ich kann es als Amüsgöl machen, um die Leute einen schönen Gruß zu schicken. Und dafür haben wir alles, was wir in der Küche haben, zur Verfügung. Ich kann es auch jetzt mit allem kombinieren. Ich könnte Lachs drauflegen, könnte Garnelen drauflegen. Ich habe Kaviar. Lachs, Kaviar und solche Sachen. Also man kann wirklich sehr, sehr spielen. Und wir machen jetzt einfach mal eins, dann nehmen wir diesen ovalen Teller bitte. So. Dann haben wir gehen jetzt ein bisschen ins Orientalische. Ja.
Das ist jetzt eine Auberginencreme, nennt sich Baba Ganoush. Und diese Auberginencreme lässt sich für Hamburger, für Sandwiches, alles nehmen. Dann gehen wir hier mal drauf. Man kann das natürlich, wenn man es ein bisschen anders machen möchte, auch mit dem Spritzsack direkt aufdressieren, dass das nett aussieht. Der Künstler in dir durch. Ja, es soll ja auch eine Wirkung haben für den Kunden. Das passt natürlich Schinken, weil wir haben ja auch Speck drin dann drauf. Das falten wir schön. So. So. Bisschen frischen Schnittlauch. Chutney. Und dann hätte man ein kleines Amüsgöl. Ich bin sehr begeistert. Und das soll es ja eigentlich auch widerspiegeln. Wir brechen aus, wir haben mehrfach Nutzen in den Themen. Wenn ich es dann größer habe, dann lege ich es halt richtig mit Rösti-Kennt, schön mit Käse und bestücke es. Oder gebe ihm, wie man es beim Rösti kennt, schön mit Käse überbacken. Auch eine schöne Sache. Dürfte ich mir das wohl wünschen? Haben wir noch genügend Zeit für einen Käse überbacken? Was ich aber habe, ist zum Beispiel mit Ei auch. Und Ja. hier kann ich jetzt sagen, okay, ich habe jetzt die kleinen Formen nicht, weil mir das zu umständlich ist. Ich backe es in der Pfanne und will auch kleinere Amüsgöl, weil mir das zu groß ist. Dann mache ich es klein. Oder ich habe dieses japanische Tamago. Das ist ein Ei, wo auch mit süßem Reisessig, also Mirin, gearbeitet wird. Und da könnten wir jetzt auch auf diese Weise ein Tamago zaubern. Nur noch mal zum Verständnis. Tamago ist das Wort? Tamago, ja. Tamago. Tamago. Und Oder auch das nochmal ist, so eine Platte. Und das ist erhältlich? Wo? Kriegt man bei jedem gut sortierten Asiaten. Okay. Also Japaner definitiv. Und wird dann wie ein Ei auch verarbeitet? Das ist im Endeffekt ein Rührei. Okay. Nur geschichtet. Das ist auch eine ovale Pfanne. Und man gibt etwas Ei hinein, was halt so gewürzt ist. Und dann klappt man es um, gibt wieder Ei ein und klappt es auf die Seite. Und dann klappt man das immer wieder hin und her. Hat eine ganz andere Lockerheit und einen speziellen Geschmack. Und das ist das, was eben auch beim Sushi sehr häufig verwendet wird. So. Da passt jetzt auch Kaviar drauf, wenn man es möchte. Und ihn hat? Wenn man ihn anbietet, es wäre schade, wenn nicht. Dann gebe ich ein bisschen Salate dazu. Das muss nicht viel sein. Das ist Möhre Apfel? Möhre Apfel, Rotkohl Apfel. Auch das sind jetzt alles Salate, die man gerne mal auch im Salatbuffet hat, weil sie gut schmecken, den Leuten auch einen tollen Nährwert bietet. Alles ist drin, bringt Farblich warm. auch extrem viel hermachen. Und ich habe mit wenigen Aufwand habe ich eine Kleinigkeit. Und dann machen wir hier noch ein bisschen das Grünes drauf. Also da sind den Kreationen keine Grenzen gesetzt. Ich bin, ja, was soll ich sagen? Ich würde sie am liebsten alle probieren. Darfst du. So. Und solch eine große Sache würde ich tatsächlich dann wie man es aus dem Rösti-Zeitalter kennt, da kommt mit Spiegelei drauf, Ja. Käsewagen, Spiegelei drauf und guter Weißwein dazu. Reicht. Und mehr brauche ich nicht. Und damit haben wir tolles Brot zu einer tollen Speise veredelt. Wunderbar. Machst du noch? Ja, man sieht jetzt. Ich möchte es einmal sehen. Einmal Darf möchte ich ich? sehen, wie er das wendet und danach Okay. möchte ich auch aufkommen. Ja, unbedingt. Boah. Ich bin schwer begeistert. Wenn ich es probiert hätte, wäre es definitiv daneben gelandet. Ich habe so viele Röstis gedreht. Und das ist das Schöne, jetzt hat man auch so ein Grillmuster. Was bei dieser Pfanne sehr schön ist. Also es ist so unendlich vielfältig, was man aus Brot machen kann. Können wir tagelang drüber sinnieren. Salat können wir auch überall mit dran machen. Okay. Nun ist der Rösti gedreht. Wir kommen ans Ende der Sendung. Vielen lieben Dank, Christian, für den kreativen Input. Ich hoffe, Sie hatten genauso viel Spaß wie ich beim Zugucken. Ich hoffe sehr, dass wir ein bisschen Anregung geben konnten, das nachzumachen. Ich persönlich nehme es gerne mit für zu Hause. Es scheint ja alles möglich in der heimischen Küche auch in der Umsetzung. Aus diesem Grunde
Vielen lieben Dank auch privat. Ich danke auch. Herzlich willkommen und hallo, da sind wir wieder.